Der Wind blies Nadenlos über die Verschneiten Hügel von Montana. Die Tannen waren mighty eine dicken Schneeschicht bedeckt, und der Himmel hat die Farbe von kaltem Stahl angenommen. Eliza hielt eine Hand unter ihren Mantel gepresst und versagt, das Sitten zu unterdrücken. Neben ihr Ritt James, ihr Verlobter, schweigend auf seinem Pferd. Es sprach kaum noch mighty ihr, sieht es das klein Dorf verlassen hatten. Wir hatten in der Stadt bleiben sollen, flüsterte Eliza und blickte nervös zum Himmel. Der Schneesturm kommt schneller als gedacht. James warf ihr nur einen kühlen Blick zu. Du wolltest doch die Landschaft sehen, nicht wahr? Sein Stimme war voller Spott. Hier ist du es Eliza spürte, wie sich ein Kloß in ihrem Haus bildet. Sieht Wochen war James abweisend, kalt, berechnend. Hat sich verandert. Oder wie leicht hat es nie wirklich gekannt. Du bist nicht mehr der Mann, den ich einmal geliebt habe, sagte es Elise. Hielten, sprang vom Pferd und wandte sich zu. Lieb, du rettest von Lieb, worin du mich in aller Öffentlichkeit blamierst? Du ist mich nicht verstanden, Eliza. Und weißt du es? Wie leicht ist es besser, wenn jeder seinen eigenen Weg geht. Was meinst du damit? Es stieg ebenfalls bei, Stimme zitterte nicht nur vor Kälte. James trat einen Schritt auf es zu, dann noch einen, und plötzlich stieß es grob zurück. Eliza wollte das Gleichgewicht, rutschte auf dem glatten Boden aus und fiel rücklings in den tiefen Schnee. James, rief es entsetzt, was tust du? Es sagte kein Wort. Wandte sich stieg wieder auf sein Pferd, und ritt davon. Sich noch einmal am Südrehen. Gewissensbiss. Eliza lag im Schnee, küchend, frierend, die Tränen liefen ihr heiß über das eiskalt Gesicht. Der Wind peitschte ihr in das Haar, und ihr Finger begannen taub zu werden, stunden Virgingen. Die Dämmerung setzte ein, und der Waldem es hören war duster. Tier waren in der Fern zu hören, und doch war es ganz allein. Sie dachten ihr Mutter, die immer gesagt hat, wenn du einmal am Ende bist, wird jemand dir sein, aber niemand kann. Bis es plötzlich einen Schatten sah. Ein Gestalt, groß, aufrecht, still, hört sich durch den Schnee. Eliza blinzelt, dacht zuerst, es hat eine Halluzination. Doch dann bügt sich die Gestalt über es Ein junger Mann, mighty dunkle Haut, geflochtenem Haar, bekleidet mighty Pelsen und Leder. Es sprach kein Wort. Aber sein Augen waren voller Leben, voller tief. Und zu sagen habe es hoch, als wär es federleicht, und trug es fort. In den Armen eines Fremden, und doch fühlte es sich zumers den Malsiedland Gem, sicher. Eliza erwacht von einem flackenden Licht, das ihr Augen blendet. Ihr Lippen waren spröd, ihr Glieder taub. Als tat weh. Doch es spürte, dass es lag, auf etwas Weikem. Fell. Warm. Und der Gendwer ganz in der Nahe. Ein Feuer. Es versucht sich aufschrichten, stonte ließ, und dann hört es Schritt. Ein Silhouette trat ein es Licht. Es war der Mann, der es gerettet hat. Sein Blick war ruhig, beobachtend. Es sprach ein paar Wort, die es nicht verstand. Sein Sprach war fremd, weich und gleichzeitig hart klingend. Wo, bin ich, flüsterte Eliza. Stimme klang gebrochen. Der Mann antwortet nicht, sondern nicht sich neben es reichte einen warmen Aufguss aus Krauten in eine Holzschale. Es nahm ihn mighty sittenden Händen. Als es trank, spürte es wie etwas von der Kälte aus ihrem Inneren wich. Hies Kohana, wie es später erfahren sollte. War ein Krieger der Lakota, eins Volks, das die Berge und Wälder dieser Region seit Jahrhunderten bewohnt. Kohana war weder freundlich noch feindlich, war ruhig, bedacht, wie ein Tier, das gelernt hat, in einer rauen Welt zu überleben. In der Hut, es war aus Holz, Erde und Tierhorten geburt, war es warm. Und still. Nur das Nisten des Feuers unterbrach die Still. Eliza blickte und sich herunter. Ein Nas und Kleider waren verschwunden. Es trug jetzt Kleidung aus Hirschleder, weich, aber fremd. Wangen roten sich. Hatte es ausgezogen, es vor dem erfuhren zu retten? Tage Virgingen. Eliza schlief viel. Kohana sprach nicht viel, aber kümmert sich es brach die Wasser,
half ich beim aufstehen, kocht die Einfasch, aber nahrhaft speisen. Nack und nack begannen sie, sich durch Zeichen zu verständigen. Sie lernte Einfaschwörter, Warser, MNI, Fewer, Peter, Danke, Philemia. Und irgendwann, als ein neuer Schneesturm draußen tobte, setzte sich schweigend ans Feuer, nahm sein Flöte heraus und begann zu spielen. Der Ton war weich, fast wie Weinen. Und Eliza, zu möchten mal sieht ihre Kindheit, weinte. Nicht vor Angst, sondern vor dem Gefühl, endlich wieder gesehen zu werden. In einer Welt voller Kälte war Johanna wie ein stilles Feuer. Und es wast, ihr Reis hat gerade erst begonnen. Als Eliza zu möchten mal das Lager des Lakota-Stamms betrat, war es überwältigt von Eindrücken. Kinder lachten, Hund bellten, und in der Luft lag der Duft von Rauch, Erde und gegartem Fleisch. Zelte aus Tierhorten, Tipis, standen im Kreis, und in der mit Brandy ein großes Feuer. Johanna führte sie schweigend durch das Lager. Einige Menschen sahen sie mighty Neugieren, und der mighty Skepsis. Ein fremde, weiße Frau. In ihrer Welt war das ein seltener und nicht immer willkommener Anblick. Eliza spürte ihre Unsicherheit. Was dachten sie? War sie ein Gefahr? Ein Last? Ein Altier Frau trat aus einem der Tipis heraus. Ihr Haar war silbergrau, geflochten und mighty kleinen Federn geschmackt. Ihr Augen waren wachsam, aber nicht unfreundlich. Nie, Cola, sagte sie ruhig zu Johanna. Dann musterte sie Eliza. Ich heiße Eliza, flüsterte sie, legte eine Hand auf die Brust. Die alte Frau nickte leicht. Tarina, flüsterte sie. Johanna erklärt mighty Gesten, dass es Deck bedeutet, ein Name, den es gegeben hat, weil es wie ein zerbrechlich Deck im Schnee gelegen hat, die nun wieder warm finden sollte, Tage Virgingen. Eliza wird einem der Tipis zugewiesen. Es half bei Einfaken arbeiten, Hol sammeln, Wasser holen, Kräuter sortern. Die anderen Frauen beobachteten sie, doch als sie sahen, dass Eliza sich bemüht, wuchs langsam Respekt. Mighty Johanna wechselte sie kaum Wort, aber ihr Blicke reichten aus. War selten die, oft war mighty den Jagen unterwegs. Doch wenn ben zurückkam, setzte sich still ans Feuer neben ihr. Und sie fühlte sich, sicher, einzabends, als der Himmel stern war, fragte Eliza Lies, warum hast du mich gerettet? Johanna sah sie länger an. Dann sprach sie mal in ihrer Sprache, mighty schwerem, aber deutlichem Akzent. Weil, du leben wolltest. Eliza schluckt. In diesem Moment verstand sie, vielleicht war das nicht nur ein Zufluchtsort. Vielleicht war es ein Neuanfang. Aber sie was durch, die Schatten ihrer Vergangenheit wurden nicht ewig schweigen. Die Nächte in den Bergen waren eisig, doch das Feuer in Elizas Zelt brannte warm. Der Rauch stieg langsam auf und tanzte in Spiralen und der Zeltwand. Sie saß allein, einschalten ein Deck, während draußen Trommeln ein Ritual begann. Ein alter Mann hatte sie eingeladen, daran teilzunehmen. Hut nicht sprechen die Ahnen, hatte gesagt. Neugierig und innerlich zerrissen, war Eliza zu dem Kreis der Ältesten gegangen. Johanna saß ebenfalls dort, ruhig wie immer, der Rauch der Kräuter erfüllte Lungen, und mighty jede Minute begann ihr Geist zu wandern. Plötzlich war sie wieder ein kleines Mädchen. Sie stand im Garten ihrer Eltern in Boston, sur ein Mutter am Fenster lächeln. Dann ein Schnitt, der Tod ihrer Mutter. Die Kälte ihres Vaters. Die Erzwangen Verlobung mighty James, nicht aus Liebe, sondern aus gesellschaftlicher Pflicht. Der Rauch wirbelt weiter, und nun war sie wieder im Schnee, sittend, verlassen. Aber dieses Mal sah sie sich selbst von außen. Und sie erkannte, sie war nicht schwach. Sie hat überlebt, weil sie kämpfen wollte. Als der Rauch sich lichtet, öffnete sie die Augen, Tränen liefen ihr über die Wangen. Neben ihr saß Johanna. Sagte nichts, aber legte eine Hand auf ihre Schulter. Ein Gest der Anerkennung. Des Verstehens. In dieser Nacht schlief Eliza tief. Sie mussten mal ein Albtraum. Denn sie hat begonnen, das Alte loszulassen, und Platz für das Neue zu schaffen. Der Frühling ließ noch auf sich warten, doch der Schnee begann langsam zu schmelzen. Die ersten Tropfen fielen vom Dach des Tipis,
und das Eis und den Flussifern brach nistend auf. Eliza sassem ran des Lagers, den Blick auf das weite Land gerichtet. I Gedanken waren schwer, Saracens wischen der Welt, aus Durasai kam, und der Welt, in Durasai nun lebte. Die Lakota behandelten SAE mighty vorsichtige Freundlichkeit. SAE hat gelernt, fewer zu Mädchen, viel zu trocknen, Crowder zu unterscheiden. Und doch, fühlte SAE sich manchmal wie ein Gast, nicht wie ein Tier. Einstage braucht ein junger Jäger ein Kleid aus zartem Hirschleder, Geschmack der mighty Muscheln und blauen Pollen. Die ältesten Wollen, das du es beim Kommenden Tanz tragst, erklärt Kohana. SAE sehen dich nun als Schwester Eliza war geruht, und gleichzeitig überfordert. ICH, weiß nicht, ob ICH das würde ein, flüstert SAE. Kohana antwortet ruhig. Du lebst, du lernst, du gibst. Das ist genig. Doch in IH wuchs ein neues Gefühl, should, was, wenn SAE als hinter sich ließ? Eine Family. Eine Vergangenheit. Und, war es überhaupt eine Family, wenn SAE nie wirklich beschätzt hat? In jener Nacht träumt SAE von Boston und von Kohana. Zwei Welten, die nicht zusammenpassten. Zwei Hazen, die vielleicht nie ein gemeinsames Zuhause finden würden. Doch dann, am nächsten Morgen, als SAE das Kleid anzog und durch das Lager ging, lächelt ein kleines Lakota-Mädchen SAE an. Ein echtes, ehrliches Lächeln. Und Eliza spürte, vielleicht war SAE nicht zwischen zwei Welten, sondern dabei, ein neuer zu erschaffen. Der Wind trug einen fremden Jerick in das Lager, den Jerick von Eisen, Ferd und Gefahr. Kohana war der Erste, der es spürte. Sein Haltung veranderte sich, sein Augen wurden schmal. Auch die Ältesten zogen sich zusammen und flüsterten mighty ernsten Gesichten. Eliza, die gerät Crowder sortiert, merkte sofort, dass etwas nicht stimmte. Am Horizont tauchte ein Reiter auf. Dann noch einer. Schließlich wir. Männer mighty Gewehren, schwere Kleidung und kalten Augen. Weiß Männer. Einer von ihnen stieg ab und trat nahe. Eliza erstarrt. James. Ich himmlische Verlobter. Unversert. Und der mighty im gleichen eisigen Blick, der es damals im Schnee zurückgelassen hat. Eliza, sagte ruhig, du lebst also wirklich. SAE spürte, wie hers rast. Was willst du hier? Dich holen. Du gehorst nicht hierher. Du gehorst zu mir. Die Krieger der Lakota bildeten einen Kreis im IHN, doch Kohana sagte nur ein Wort. Nein, James lag kalt. Und du glaubst, ICH lass SAE bei euch bleiben? Bei dessen. Will denn? Eliza trat vor. Stimme war fest. ICH gehört dir nicht. ICH war dein Besitz. Ein Moment still. Dann nörschte James mighty den Zahnen. Dan Holland wird dich mighty gewollt, noch bever zu seinem Geographen konnte, spannte Kohana den Bogen. Und Ein Lakota-Krieger taten es ihm gleich. Die Reiter zogen sich zurück, langsam, mighty wütenden Blicken. Doch die Botschaft war klar, SAE würden wiederkommen. In dieser Nacht konnte Eliza kaum schlafen. SAE saß im Flur, neben Kohana, der schweigend auf das Dunkel hinausblickte. hers pockt. Nicht nur vor Angst, sondern auch, weil SAE wast der Krieg zwischen Vergangenheit und Zukunft hat begonnen. Eliza trat aus dem Tipi, in Gedanken versunken. Die Wunden der letzten Nacht waren frisch, körperlich und seelisch. Die Krieger standen wachsam in den Randen des Lagers, bereit für das, was kommen möchte. Kohana stand allein auf einem Hügel, sein Blick in die Fern gerichtet, dorthin, wo James Männer zuletzt gesehen worden waren. Du willst SAE allein stellen, sagte Eliza ruhig, als SAE sich ihm hört. Nickte. Ein Krieg im Ditch ist kein ehrenvoller Krieg. ICH will IHN bin den, bevor beginnt. Und wenn du nicht zurückkommst, stimme zitterte, dann wirst du wissen, dass du frei bist, auf dein Weise. Doch Eliza hat genig davon, anderen IH Schicksal zu überlassen. Zu müssten mal in ihrem Leben wollte SAE nicht, das jemand für SAE entscheid. Weder James, noch IH Veda, noch Kohana. SAE wollte für sich selbst sprechen und kämpfen. SAE bet die Ältesten Erlaubnis. Dann ritt SAE allein los, unbewaffnet, aber mighty eine Botschaft.
als SAE James Lager erreicht, trat SAE a mighty erhobenem Kopf auf EHN zu. Ich bin nicht mehr die Frau, die du im Schnee zurückgelassen hast, sagte SAE laut. Ich bin nicht dein Agentem. Und ich werde niemals zu dir zurückkehren. James lacht, bitter und hart. Du bist verrückt geworden. Nein, erwidert SAE ruhig. Ich bin endlich watch. Word, Haltung, Mut, als brach selbst einig seiner Männer zum Zweifeln. Ein Jäger senkte seinen Blick. Ein anderer trat einen Schritt zurück. Kohana, der heimlich gefolgt war, beobachtet als sicher Entfernung. Wast, das war nicht sein Kampf mehr. Es war ihrer. Als Eliza sich umdreht und zu ihrem Pferd zurückging, rot James sich nicht. Hat verloren, nicht durch Gewalt, sondern durch den Willen einer Frau, die sich selbst gefunden hat. Der Frühling kam mighty zarten Schritten in das Tal. Das schmolz, die Floss erwachten, und über den Hügeln blühten die ersten Blumen in zarten Farben. Das Leben kehrte zurück, nicht nur in die Natur, sondern auch in Elizas Herz. Wo einst Angst und Unsicherheit geherrscht hatten, war nun Klarheit. SAE war nicht mehr das verlorene Mädchen im Schnee. SAE war eine Frau geworden, die wusste, wer SAE war, und was SAE wollte. In einer feierlichen Zeremonie, unter dem offenen Himmel, saß Eliza am Feuer, am Geben vom Stern. SAE trug das Kleid Hirschlieder, das bei ihrer Ankunft gegeben worden war, none mighty zusätzlichen Stickereien versiert, zeichen ihre Geschichte, ihre Prüfungen, ihres Wachstums, Kohana setzte sich neben SAE. Die ältesten sprachen ein Wort, und die Trommeln begannen langsam zu schlagen, nicht als Kriegstrommeln, sondern als Rhythmen des Lebens, der Verbindung. Es war keine Hochzeit im traditionellen Sinn, kein Vertrag, keine Ringe, aber es war ein Versprechen, tiefer als jedes geschriebene Wort, ein Leben in gegenseitigem Respekt, Freiheit und Liebe. Nach der Zeremonie liefen die Kinder latschendem SAE herum. Die Frauen sangen Lieder. Und Eliza blickte zum Himmel, der nun klar und weit war. SAE dachten an Mutter, an Boston, an das Mädchen, das SAE einmal gewesen war. Und SAE wusste, SAE war genau dort, wo SAE sein sollte, nicht gefunden, sondern angekommen.